Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu PHP. Heute geht es um Include. Hat nichts mehr mit Datenbank zu tun, ist aber sehr, sehr nützlich, wenn ihr irgendwie eine Webseite schreibt, die ein bisschen PHP verwendet. So, und natürlich auch für Sessions und Cookies und so weiter und so fort ist Include ein wirklich unumgänglicher, scheißgeiles, ja, wahnsinnig cool. Was ich gemacht habe, ist folgendes: Ich habe hier eine neue Datei kreiert, die heißt einfach mal menu.php oder Menu, wenn ihr es auf Englisch haben wollt. Und ja, mein Kanal hat allerdings keine Hrefs drin oder sowas, sondern ist einfach nur ganz pur und stinklangweilig. Macht aber nichts. Ihr könnt ja quasi alles easy hier über PHP machen, indem ihr einfach ein Echo vorne dran setzt und ganz vorne ein Fragezeichen PHP hinschreibt und am Ende auch wieder. Dann habt ihr eigentlich schon euer komplettes Ding, was ihr in HTML gecodet habt, habt ihr so auch in PHP konvertiert. Ist ja kein Problem. Das heißt, diese Aufgabe hier ist wirklich sehr, sehr simpel. Einfach diese paar Zeichen hin und den Rest in Anführungsstriche setzen. Schon ist alles gut. Okay, was wir jetzt hier machen wollen, wir wollen in die index.php-File, wollen wir dieses Menü aufrufen, beziehungsweise wir wollen es da einfach drin haben, ohne es nochmal neu zu schreiben. Das ist sehr nützlich, wenn ihr auf jeder Seite, also auf jeder Unterseite von eurer Webseite zum Beispiel, dieselben Menüs habt. Und dann könnt ihr zum Beispiel über CSS sagen, okay, mein aktiver Link, der ist zum Beispiel pink und der Rest ist weiß. Und deswegen macht es natürlich sehr viel Sinn, CSS auch so zu verwenden, dass es den aktiven Link benutzt und nicht wirklich jedes Mal zu sagen, und das ist mein aktiver Link und den machst du jetzt bitte grün, sondern ihr sagt einfach, ich hätte gerne das Menü überall eingebunden und mein aktiver Link, der ist dann zum Beispiel pink oder grün oder was auch immer ich gerade gesagt habe. So, und der Trick dazu, dass wir das mit PHP hinkriegen, dass es hier auch noch erscheint, ist folgendes. Wir machen hier ein Fragezeichen PHP, achso, haben wir schon, ups. Und jetzt machen wir hier einfach nur Include. So, Include und dann sagen wir hier, wie unsere Datei heißt. In unserem Fall ist es einfach die Menü.php. Achtung, ich habe hier ein U genommen, kein Ü, also Menu.php eigentlich. So, und das ist eigentlich auch schon alles, was wir wollen. Semikolon, fertig. Und jetzt wird diese Seite hier reingepackt. Das heißt, wenn ich das hier jetzt aufmache, dann steht hier mein Kanal, HTML-Tutorial, CSS-Tutorial, JavaScript-Tutorial, PHP-Tutorial. Das findet ihr alles auf meinem Kanal. Und noch viel, viel mehr, das sind nur die Web-Development-Sachen. Ich habe noch keine Ahnung, wie viel, 100.000 Serien mehr. Ihr könnt gerne mal durch meine Playlist durchgucken. Ja, so einfach ist es mit Include, einen Teil von eurer Webseite zu recyceln bzw. auszulagern und dann überall zu benutzen. Und wie gesagt, in CSS habe ich euch auch schon gezeigt, wie das Ganze mit den aktiven Links geht und dann über JavaScript vielleicht noch irgendwas hervorheben oder sowas und ihr habt viel, viel weniger Arbeit mit eurer Webseite und müsst nicht alles immer ändern, wenn sich zum Beispiel was am Menü ändert jetzt. Also ihr macht jetzt ein neues Kapitel, beziehungsweise ich mache eine neue Serie, was ich natürlich schon habe, aber dann mache ich einfach Folgendes. Ich schreibe hier mein ahref hier rein. Natürlich fehlt hier noch der Strich hinten dran, weil wir das Ganze mit Strichen schon machen. So, und jetzt sage ich hier nicht PHP-Tutorial, sondern was habe ich denn noch auf meiner Webseite, was ganz angenehm ist? Java-Tutorial. So, und jetzt habe ich plötzlich mein komplettes Menü geändert und ich muss hier nichts mehr machen. Ich kann hier einfach alles beim Alten lassen, kann hier aktualisieren und mein Java-Tutorial ist trotzdem auf meiner index.php-Seite. Und der Witz ist, es ist auf allen euren Seiten, wo ihr dieses Include benutzt habt. Das heißt, ihr müsst das Ganze nur einmal ändern und ihr müsst nicht überall auf euren ganzen Webseiten jetzt euer Menü anpassen, sondern nur ein einziges Mal. Und deswegen wird das Video jetzt auch sehr kurz werden, denn es ist immerhin eine Sache zur Zeitersparnis und nicht gerade nur ein bisschen, sondern echt enorm. Ja, benutzt man eigentlich sehr, sehr gerne. Und eine Sache habe ich noch, und zwar Require. Include und Require sind sehr, sehr ähnlich. Das ganze Ding nennt sich einfach Require. Und ihr werdet sehen, es passiert ziemlich genau dasselbe. Jetzt machen wir aber mal was Folgendes. Ihr seht hier, wir haben eine Menu.php, eine Index.php und eine Form.html. So, und wenn ich jetzt hier sage, ich hätte nicht gerne Menu.php, sondern Menu2. Diese Datei gibt es offensichtlich nicht. Jetzt packe ich hier mal ein Echo Hi du Ei rein. Und schauen wir mal, was passiert. Wenn ich Hi du Ei schreibe, dann kommt hier ein Fehler. Und ja, wir sehen hier Fatal Error Require. Mein Skript ist abgestürzt. Wenn ich jetzt hier einfach sage Include, deswegen ist Include auch ziemlich geil, und das Ganze passiert, dann kommt zwar dieser Fehler hier, dass die Datei nicht gefunden wurde, aber es ist nur ein Warning und ein Fail Opening, bla bla bla. Aber Hi du Ei wird trotzdem noch ausgegeben. Das wäre bei Require nicht passiert. Ja, das ist der Unterschied zwischen den beiden und im Prinzip könnt ihr euch entscheiden, was ihr gerne habt. Wenn eure Datei oder wenn euer Skript dann abstürzen soll, dann nehmt ihr Require. Wenn euer Skript weiterlaufen soll, wenn es die Datei nicht gefunden hat, dann nehmt ihr einfach Include.
Das ist der Unterschied, das war's auch schon. Und von meiner Seite war es das zu dem Video. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.